Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Acer Swift 7 und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellbezeichnung finden könnt. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellbezeichnung findet man hier auf der Rückseite, ziemlich gut lesbar hier oben. Und ja, mit dieser Modellbezeichnung findet ihr eben super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein kann man zu dem Gerät noch sagen, das ist extrem dünn. Also man muss eigentlich alles hier sehr vorsichtig machen und das Display kommt als komplette Einheit, ist aber tauschbar. Und beim Topcase ist es so, also die Tastatur kommt zusammen mit dem Topcase. Das Touchpad hingegen kann man auch einzeln tauschen. So, wenn man das Gerät jetzt öffnen will oder muss, dann muss man erstmal alle Schrauben entfernen. Und da ist es auch so, dass die äußeren 4 unter Gummifüßen sind. Also die sind normalerweise hier draufgeklebt. Und dann muss man die erstmal irgendwie weghebeln und kommt so an diese 4 äußeren Schrauben dran. Und da ist es auch so, alle Schrauben, die hier in der Mitte sind oder hier, das sind Torx-Schrauben, während die Schrauben unter den Gummifüßen ganz normale Kreuzschrauben sind. Und ja, also ich benutze jetzt hier für alles ein super praktisches Universalwerkzeugset. Da ist alles drin, was man so braucht. Öffner, Pinzetten, ein Schraubendreherset mit allen erdenklichen Aufsätzen. Die habe ich mir jetzt hier schon mal zurechtgelegt. Und wie gesagt, da nimmt man für die Kreuzschrauben jetzt hier ein PH0 als Aufsatz. Und für die Torx-Schrauben, die jetzt hier sind, würde ich hier einfach ein T5 als Aufsatz nehmen. Die Unterseite ist hier generell, also die wird hauptsächlich eigentlich über die Schrauben gehalten. Die ist auch super dünn, aber man kann hier, glaube ich, hoffe ich, ganz gut erkennen, die läuft hier, ist die Verbindungslinie oder auch hier auf der Rückseite. Und ich nehme da jetzt einen der Öffner, die auch aus dem Werkzeugset kommen. Und dann versucht man im Grunde genommen, ich probiere es jetzt hier auf der Rückseite, einfach die Unterseite nach oben zu hebeln. Da kann man hier zum Beispiel anfangen oder auch hier irgendwo eine Lücke schaffen. Und wie gesagt, die ist mega dünn. Also ich würde da jetzt nicht extrem viel dran rumreißen und eher versuchen, die dann drumherum hier aufzuhebeln. Der Vorteil ist aber, dass die wirklich hauptsächlich von den Schrauben gehalten wird. Aber man sieht schon, so geht das ganz gut weg. Wenn es jetzt eben doch irgendwo klemmt, dann eben nicht versuchen, das aufzubiegen. Ja, also, sondern dann eben eher versuchen, noch ein bisschen weiter aufzuhebeln. Aber generell ist die Unterseite hier eigentlich außer der Dünne wirklich sehr, sehr schmerzfrei, sage ich mal. So, wie immer, das allererste, was man machen sollte, ist den Akku vom Mainboard trennen, dass hier wirklich kein Strom mehr fließt. Und bei dem Gerät ist es so, schon eine kleine Besonderheit, ist der Akku nämlich hier über ein Breitbandkabel verbunden. Und das heißt, da kann man nicht einfach dran ziehen. Den muss man quasi erst aufklappen. Das heißt, man öffnet den von hier, klappt das hier nach oben und dann kann man hier das Kabel rausziehen. Und ja, ist so einfach auf der sicheren Seite. Gut, was man bei dem Gerät hier sehen kann, ist also sowohl RAM
als auch der Hauptspeicher, die sind jeweils aufgelötet. Also man kann jetzt hier keinen RAM nachrüsten, man kann auch keine SSD tauschen oder aufrüsten oder dergleichen. Das ist hier alles fest verlötet. Was man noch sehen kann hier drüben, das ist das WLAN-Modul. Und direkt hier unten drunter sitzt die CMOS-Batterie. Die läuft einmal hier zum Mainboard, also die ist hier nur aufgeklebt. Und dann kann man das hier rausziehen, wenn man mag. Und tatsächlich ist es hier auch so, dass einfach weil das Display so dünn ist, alle Anschlüsse vom Display quasi hier auf der Innenseite quasi sitzen. So, dazu aber später mehr. Jetzt bauen wir erstmal den Akku aus. Und da merkt man sich einfach, das sind diese beiden Schrauben hier. Und zwar sind die beiden Schrauben, die werden vom Gehäuse quasi gehalten. Also ja, nur diese beiden Schrauben hier raus. Das sind Kreuzschrauben. Das heißt, man nimmt den PH0 Aufsatz. Und sobald man die draußen hat, kann man den Akku einfach nach oben aus dem Gerät nehmen. Und auch der ist super dünn. Und ja, kann den so eben gegebenenfalls auch tauschen. Generell ist es bei dem Gerät eigentlich so, dadurch, dass alles so extrem dünn und flach gebaut ist, kommt man bei den meisten Arbeitsschritten oder wenn man jetzt außer Akkutauschen noch was anderes machen will, eigentlich nicht drum herum, das Mainboard auszubauen. Es gibt hier ja keinen Lüfter, das wird also einfach rein über das Gehäuse gekühlt. Also Lüfter kann man sowieso nicht tauschen. Sollte man jetzt aber zum Beispiel das Touchpad tauschen wollen, was ja einzeln möglich ist, dann sieht man eben hier die 3 Schrauben und dann sieht man eben auch, dass die dritte Schraube, die sieht man jetzt natürlich nicht, die ist hier unter dem Kabel und das ist auch extrem friemelig, da kommt man gar nicht ran, das hat sofort Spannung. Also auch hierfür müsste man idealerweise eigentlich das komplette Mainboard ausbauen, weil dieses Kabel läuft unter dem Mainboard quasi hier rum und kommt dann an der Stelle hier wieder raus. Genau hier. Das ist auch ein Kippschalter. Ja, das ist also quasi dieses Kabel hier. Bei einem Display ist das ganz genauso. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt hier gut erkennen kann, aber der Displayanschluss selber, das Folienkabel, kommt jetzt quasi hier aus dem Display raus, läuft dann unter dem Mainboard und auch unter dieser Platine zu diesem Stecker hier. Einmal hier rum und einmal hier. Das heißt, um das wirklich rauszukriegen, zumal das hier auch ordentlich geklebt ist, muss man auf jeden Fall das Mainboard ausbauen, auch dieses Board hier ausbauen. Und diese ganzen Steckverbinder hier zum Beispiel, das sind eigentlich Schrauben drin, die habe ich jetzt mal rausgemacht schon. Das heißt, das sind einfach, die gehen nach oben weg. Genau wie der und genau wie der hier. Das heißt, auch die müssen alle raus. Dann natürlich die Schrauben hier, die Kabel hier. Auch das sind wieder Kippschalter, aufklappen und rausziehen. Und wie gesagt, also das Board muss raus und das komplette Mainboard muss raus. Das ist alles echt kein Spaziergang in dem Sinne. Und die Touch-Verbindung, auch das ist dieses Folienkabel hier. Auch das läuft ja jetzt quasi hier unter dem Board lang. Das kann ich eigentlich auch zeigen. Auch das läuft hier unter dem Board lang und dann zu dem Anschluss hier. Also auch dieses Board hier müsste man komplett ausbauen, um das Display zu tauschen. Und ja, das hier drüben ist übrigens die Kamera, die hier noch mit der Elektronik lang läuft. Und hier ist auch das Mikrofon. Was man noch machen kann, ist, man kann dieses Board einzeln tauschen. Also da sind quasi die LEDs dran, Audio und ich glaube auch der Einschalter. Also der Einschaltknopf sitzt unter dem Board quasi. Und genau, also sollte man jetzt hier ein Display tauscht zum Beispiel, Display ist ja teuer, aber sollte man das machen wollen, auch
Auch wenn man das Touchpad ausbauen will, ist es wahrscheinlich eine gute Idee, das in Reparatur zu geben. Wir machen das ja auch. Wir sind eine Reparaturwerkstatt. Und genau, ansonsten, wenn man sich das aber zutraut, komplettes Mainboard rauszunehmen und so weiter und das auszutauschen, geht es dann eigentlich wie jedes andere Laptop auch. So, ja, mehr fällt mir jetzt eigentlich zu dem Gerät auch gar nicht ein. Von dem her, Akkutausch ist wahrscheinlich mit Abstand das einfachste hier dran. Bauen wir den Akku jetzt auch direkt wieder ein. So, und das ist super einfach. Der kommt ja jetzt einfach hier wieder auf die Gewinde. Der fällt dann auch automatisch in die richtige Position. Das Einzige, was ein bisschen friemelig sein kann, ist das Akkukabel. Ich verschraube den jetzt auf jeden Fall erstmal. Wie gesagt, alles bei dem Gerät ist relativ zerbrechlich. Also jeder Arbeitsschritt würde ich da einfach vorsichtig sein, nicht zu feste drücken oder irgendwas. Und genau, und dann sicherstellen, dass hier der Stecker eben auf ist. Und dann sieht man auf dem Kabel selber ja hier diese weiße Linie. Das heißt, man weiß auch, ob man das da richtig drin hat. Genau so. Ja. Und wenn man das dann hier zuklappt, ja, hat man den Akku erfolgreich verbaut und kann die Unterseite wieder drauf machen. Und wie gesagt, die Unterseite hält hauptsächlich über die Schrauben. Und ja, im Normalfall sage ich immer feste drücken. In dem Fall sage ich das jetzt mal nicht. Das heißt, man geht hier einfach einmal drumherum, schaut, dass das überall einrastet. Und ja, gegebenenfalls würde ich jetzt auch nicht aufs Display drücken, sondern das eher hier. So. Und dann ja, kann man das Gerät wieder verschrauben. Wie gesagt, Kreuzschrauben sind unter den Füßen. Der Rest sind dann die Torx-Schrauben. Das kann man sich ja oder sollte man sich gleich getrennt aufbewahren. Und ja, damit habt ihr jetzt hier einfach mal gesehen, wie ein Akkutausch geht und was für Besonderheiten es bei diesem Swift noch gibt. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.